Herzlich willkommen bei Rennrad News. Wir sind in Florenz und schauen uns Profi-Bikes an, die Tour de France Profi-Rennräder. Und vor mir steht schon eins, auf das ich mich besonders gefreut habe, nämlich das neue bzw. das neu lackierte Specialized Tarmac SL8, und zwar das Rad genau von Primož Roglič. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Details an dem Rad an. Also neu hat das Tarmac SL8 ja sowieso das Cockpit bekommen. Das ist eine Neuheit gegenüber dem SL7. Das Rad soll übrigens 6,6 Kilo wiegen, genau so wie es hier vor uns steht. Und damit ist es eins der leichtesten Bikes überhaupt im Peloton. Neu an dem Rad ist die Lackierung, und ihr könnt das kaufen, auch selber in dieser Lackierung. Das ist so eine Art Homologation wie bei Rallye-Autos, und deswegen gibt es das Rad in einer Serie von 500 Stück limitiert zu kaufen. Stolzer Preis dann allerdings 17.000 €. Ja, und jetzt schauen wir es uns noch mal genau an. Die Laufräder sind auch besonders leichte Roval-Laufräder CLX2, auch limitierte Version, auch so ein Homologationsding mit breiten Felgen. Heutzutage werden ja an Profi-Rennrädern immer breitere Reifen gefahren. Welche Breite hier dran montiert ist, gucke ich mir gleich noch mal an. Und ja, die Felgen sind eben darauf optimiert und besonders leichtgewichtig. Den Artikel dazu gibt es übrigens auf Rennrad News, und den verlinke ich euch hier oben. Ja, die Reifen sehen aus wie die S-Works Turbo Reifen mit dieser naturfarbenen Flanke und sehen für mich aus wie 25 mm Reifen, aber da frage ich gleich noch mal nach. Roglič fährt übrigens eine 54-41 Übersetzung hier an diesem Rad, und montiert ist auch ein Chaincatcher. Als Schaltgruppe dient natürlich die neue SRAM Red Axis, die ja gerade eben erst vorgestellt wurde, und die spart auch noch mal ein paar Gramm, sodass das Rad insgesamt leichter wurde. Den Artikel zur SRAM Red Axis und unseren Test verlinke ich euch ebenfalls hier oben. Ansonsten fällt eigentlich an diesem Rad nichts auf, was eigentlich an einem Serienrad nicht auch dran sein könnte. Also speziell bei den Specialized Teams sind die Bikes immer sehr nah an den Serienrennrädern, die Profi-Bikes, die hier bei der Tour de France gefahren werden. Vielleicht noch ein Blick auf die Bremsscheiben. Vorne 160 mm, hinten 140 mm. Das ist das, was die meisten Profis fahren. Damit kann man hinten besser modulieren, auch wenn die trotzdem 90 km/h auf den Abfahrten erreichen. Das reicht für so leichte Rennfahrer. Ich konnte Rolf Alter kurz erwischen, bevor er weiter muss. Und ja, Rolf, wie gefällt dir das neue Rad, das neue Design, muss man ja eigentlich sagen? Ja, wunderschön. Also ich glaube, es ist echt herausragend, und ich glaube, es bringt extra Motivation und Moral für die Jungs. Am Sonntag geht's los, erste Etappe, gleich richtig anspruchsvoll. Was erwartest du da? Ja, Samstag geht's los, leider mit einer sehr anspruchsvollen Etappe, in der Tat. Auf und ab und links und rechts, und ja, es braucht eigentlich im Prinzip halt sehr viel Einsatzwille und Bereitschaft, und es wird sehr, sehr, sehr nervös werden, also mental stressig. Ja, und für die ganze Tour? Ja, für die ganze Tour ist halt eine interessante Tour, weil es einfach schwer anfängt und dann das Gravel in der Mitte ist, ja, und dann mit einem super schweren Zeitfahren endet. Das ist eine sehr spezielle Tour. Ja, und fahrt ihr das Gravel-Stück auch auf diesem Rad dann? Wisst ihr das schon? Genau, also das Rad ist genau das. Wir werden in der Reifenwahl dann nochmal natürlich in uns gehen und so sagen, wie ist jetzt Gravel, wenn es jetzt trocken wird, weil wir haben natürlich schon 4-mal Recons gemacht. Wir kennen die Gravel-Stücke alle, aber wir kennen sie eigentlich nur im anderen Zustand. Und deshalb wird es da nochmal einen Moment geben, wo wir drüber nachdenken. Aber ansonsten ist halt super schön, aber es ist eben auch technisch herausragend, weil mit der neuen Gruppe von SRAM nochmal Gewicht gespart, die Laufräder auch nochmal eine neue Version, aerodynamisch wie und je Gewicht gespart, und wir fühlen uns einfach super gut aufgestellt. Hier seht ihr, wie detailliert man so ein Rad einstellen muss. Das ist das Rad von Primož Roglič, richtig? This is the bike of Primož Roglič, right? The first spare. First Spare. Das erste Ersatzrad von Primož Roglič, und ja, auf den Millimeter genau wird die Sattelhöhe einjustiert, und das Rad wird eingespannt in so eine Leere. And how long does it take to adjust all the bikes of the team? All the bikes takes quite a while. Probably, I think in the end, from building straight away, 2.5 hours from frame to all the measures, about 2.5, depends on. For one bike? Yeah. Ja. Also 2,5 Stunden für ein Rad braucht er. Und how many team bikes do they have?
Here, everybody has 3. Pretty much has 4. Jeder Fahrer hat 3 Teambikes und wie viele Fahrer, how many riders are in the team? 8 at the Tour de France. 8 Fahrer bei der Tour de France im Team. Könnt ihr euch überlegen, ausrechnen, wie viel Zeit er dafür braucht. And would you tell us your name? Kevin Grove. And normally you don't just do the settings, you also do the other mechanics. Yes, exactly. Yeah. And he's a team mechanic. You're a chief team mechanic or? No, just one of the... One, Yes. einer der Mechaniker. How many mechanics are you? Oh, man. I think we are 11 or 12 in total. But 12. here we have 4. 12 Mechaniker sind es im gesamten Team, aber hier bei der Tour allein sind schon 4 dabei. Jetzt sind wir am Teamtruck von Red Bull Bora Hansgrohe und ein kleines Detail außerhalb des Teamtrucks will ich euch noch zeigen und dann gehen wir mal rein. Hier stehen die Trainer, mit denen die Fahrer sich vor dem Rennen aufwärmen, zum Beispiel vor Zeitfahren, aber eigentlich auch vor jeder Etappe und nach den Etappen auch normalerweise auch noch ausfahren. In dem Fall war Wahoo Kicker Trainer. Und da hinten steht noch ein Zeitfahrrad, das Schiff TT von Specialized, das kennt ihr schon, da ist eigentlich nichts Neues dran. Wir können es uns ganz kurz noch mal angucken. Ja, und da ist es, das TT-Bike von Alexander Vlasov übrigens. Und ein paar spannende Details gibt es daran natürlich auch. Zum Beispiel hier das Grip-Tape an den Bar-Ends. Das ist ja der Zeitverlenker, ganz normale Zeitverlenker vom Schiff, von Specialized. Interessante Carbon-Bremshebel, hier auch die Extensions mit einem einlaminierten GPS-Halter übrigens. Ja, und Zeitfahrräder sind ja immer aerodynamisch optimiert und das erkennt ihr natürlich auch an den Formen. Also ihr seht die flache Gabel hier mit einem alten Schlauch übrigens, da wird dann nachher der Transponder drunter festgemacht. Ganz flache Front, ganz geringe Frontalfläche und ganz dünne Rohre, in Fahrtrichtung dünne Rohre, damit die Luft hier schön vorbeiströmen kann. Tiefes Sattelrohr, sehr tief angesetzte Sitzstreben. Alles für die Aerodynamik. Und jetzt gucken wir uns eben noch mal die Kettenblattgröße an und ich ziehe mal meine Brille auf, damit ich es lesen kann. Da haben wir auch 5441 wie am normalen Straßenrad. Noch eine Sache spielt sich hier draußen ab, die interessant ist. Und zwar ist das hier ein Tool, mit dem man ganz exakt die Cleats von den SPD-SL-Pedalen einstellen kann. Also die meisten Fahrer haben hier anscheinend SPD-SL-System und natürlich die Specialized-Schuhe. Das Team ist ja von Specialized gesponsert. Und hier kann man wirklich jeden Winkel des Schuhs auf dem Pedal haargenau auch eben auf den Millimeter einstellen. So, ich fange mal ganz vorne an. Wir haben leider keinen Mechaniker, der uns alles zeigen kann, deswegen kommentiere ich einfach mal das, was ich sehe. Hier hängen jede Menge Kettenblätter für alle möglichen Übersetzungen. Das größte, das ich gesehen habe, ist 54 Zähne und das ist auch das, was an den Bikes tatsächlich dran ist. Und dann gibt es auch noch jede Menge Kassetten und das Team fährt ja mit der neuen SRAM Red und das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, mit so einer brandneuen Gruppe auch zu fahren. Deswegen denke ich mal, gibt es ja auch jede Menge Ersatzteile in den Truck. Übrigens passen in so einen Truck 45 Fahrräder rein. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und direkt hier links von mir hängen die Laufräder des Teams. Keine Ahnung, wie viele Laufradsätze das sind. Ich würde mal tippen, auch noch mal so 80. Und dazu noch ein spannendes Detail. Ich habe eben mit einem der Mechaniker gesprochen. Das Team startet jetzt für die Teampräsentation auf 26 mm S-Works Turbo Cotton Reifen. Das sind die mit dieser naturfarbenen Flanke. Und dann auf die erste Etappe wird es tatsächlich dann tubeless mit den Turbo Rapid Air Reifen gehen in 28 mm. Also das Team fährt auch die 28 mm Reifen. Ich muss mich korrigieren, bei den Kettenblättern habe ich auch einen 56er noch gesehen. Aber noch was anderes Spannendes, hier ist sozusagen die To-Do-Liste der Mechaniker. Hier steht alles drauf, was noch zu erledigen ist. Und hier unten sehe ich eine volle Tüte mit Bremsbelägen und den Karo Hammerhead. Den Karo Hammerhead fährt das ganze Team und alle Räder sind auch mit einem speziellen Mount dazu ausgestattet. Ja, und dann haben wir hier das SRAM Profi-Entlüftungsset mit den schon befüllten Spritzen zum Entlüften der Scheibenbremsen. So sieht das aus. Das gibt es auch in einer einfachen Plastikversion. Ich kann euch persönlich auch diese mit den Glasspritzen empfehlen. Dann habt ihr immer besseren Druck in dem ganzen System, einen besseren Druckpunkt schon beim Befüllen und Entlüften. Und hier, interessante Sache, hat das Team zum Sortieren die einfach alte Trinkflaschen genommen, Recycling hier. Schnellspanner übrigens, die sind nicht für die Laufräder, weil die fahren ja alle mit Steckachse, sondern die sind wahrscheinlich für die Trainer, die unten im Truck lagern.
Und hier gibt es dann eine ganze Batterie von Ladegeräten für diese kleinen SRAM Axis Akkus. Ist eine elektronische Schaltung, mit dem das Team fährt. Und hier sind alle Ladegeräte schön an der Wand aufgereiht. Und natürlich ist so ein Teamtruck auch mit einem eigenen Generator ausgestattet und der wird gebraucht, um zum Beispiel die Hochdruckreiniger mit Energie zu betanken. Und das kenne ich von den Crossrennen schon. Die sieht man jetzt hier leider nicht. Das war's aus dem Teamcamp von Red Bull Bora Hansgrohe. Hier nochmal das Bike. Der Riesenbus, da dürfen wir leider nicht rein. Wir schauen uns jetzt gleich das nächste Team an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen da. Abonniert auch den Kanal, es kommen noch mehr Videos von der Tour de France und dem Grand Départ.